Hallo, René hier. Die mühsamen Zeiten des Probehörens sind vorbei. Das Gerät ist vorgestellt. Heute möchte ich mich bemühen, Ihnen einen Eindruck zu vermitteln von den ersten Hörerlebnissen mit der Plinius zu Hause hier bei mir. Sie wissen schon, wie das ist. Im Studio hui und zu Hause dann pfui. Gott sei Dank war das überhaupt nicht so. Ich kam mir vielmehr vor wie der Landwirt draußen in JWD, der sein ganzes Leben nur die Orgel in seiner Dorfkirche gehört hat, und dann kommt er zum ersten Mal in die große Stadt und hört dort die Orgel im Dom. Die neue Endstufe spielt so souverän, dass ich an die gelegentlich im Netz auftauchenden Bilder von einem einzelnen Shaolin-Mönch denken musste, der einer Truppe grimmiger Gegner gegenübersteht und sie gelassen und souverän durch die Luft wirbelt. Ich war teilweise zu Tränen gerührt, wäre natürlich zu dick aufgetragen, klar, aber dass ich tagelang und sogar heute noch immer wieder den Kopf geschüttelt und gemurmelt habe, unglaublich, das ist ja nicht zu fassen, muss ich gestehen. Und jedes Mal habe ich dann ängstlich herumgeschielt, ob mich niemand heimlich beobachtet, denn ich dachte, ich könnte wie ein Demenzler im Altersheim wirken, der über die vielen hübschen Dinge lächelt, die ihm irgendwelche Englein ins Ohr gehallelujat haben. Wie ein zufriedener Dirigent oder Tonmeister dachte ich immer wieder, ja, genau so wollte ich es eigentlich. So eine Art Klang habe ich mir erträumt. Viele Stücke, die ich durch Testhörsitzungen leider schon zu Tode gespielt hatte, waren plötzlich wieder neu und attraktiv. Auch der Einwand, diese oder jene Stelle sollte besser nicht kommen, weil sie mir nicht besonders gefiel, war zum größten Teil verschwunden. Nichts war mehr unterbelichtet, nichts mehr überbelichtet. Trotz feinster Ausarbeitung nach oben wie auch nach unten klingt die Musik relaxed. Von Listening Fatigue habe ich bislang nichts bemerkt. Ganz im Gegenteil, eher von suchtinduzierenden Ingredienzien. Die Stopptaste war fast immer tabu. Es wäre mir wie ein Sakrileg vorgekommen, irgendetwas, das so schön klingt, einfach wegzuklicken. Und bei vielen Songs, die mir einfach so lala gefielen, und das war es dann auch schon, wünschte ich mir plötzlich, sie mögen doch bitte ein bisschen länger sein. Es mag nach Übertreibung schmecken, aber bis jetzt habe ich noch keine einzige CD gehört, die nicht besser geklungen hätte, manche nur geringfügig, die meisten aber deutlich besser und, was das Schönste ist, überhaupt keine schlechter. Wenn das nicht aussagekräftig ist. Weibliche Stimmen klingen so, wie ich mir das in meiner kindlichen Einfalt von den feinsten Röhrenverstärkern erträumt habe, niemals aber von einem Transistor. Überhaupt war ich zu Zeiten der JA30 oft völlig verwirrt wegen der Schärfe, ja gelegentlich Schrillheit von Opernarien oder Violinen. Das gehört der Vergangenheit an. Viele Dutzende von Violin- und Opernkassetten und Schubladen voll Einzel-LPs sind damit vor dem sicheren Untergang gerettet. Sie waren alle schon ausgelagert und kommen nun schubladenweise wieder zurück in die Regale. Mein Umweg über all die Röhrengeräte, die ich probiert habe, die Applause, die Cayenne, die Sefzoi, die Yadis, war in dieser Hinsicht völlige Geldverschwendung. Mein Hi-Fi-Weltbild steht auf dem Kopf.
Dutzende von YouTube-Videos und gelehrten Abhandlungen haben mir erzählt, wie unerreichbar weich und süß doch die Röhren klingen würden, und bei jedem Kauf fragte ich mich, das soll alles sein? Ja, so manches klang wirklich besser, das will ich ja nicht leugnen, sonst wäre ich auch den Irrweg oder milder gesagt den Umweg nicht weitergelaufen. Aber jetzt weiß ich, die A300 beherrscht viele Röhrentugenden ganz nebenbei und natürlich ohne die üblichen Röhrenstressfaktoren. Stellen Sie sich eine Packung Espressobohnen vor, die ein paar Tage nur sehr schlampig verschlossen war. Jetzt haben Sie das Bells-Aroma, ein gutierbarer Geschmack, aber mit bitteren und sauren Komponenten, wie ihn die meisten Transistorgeräte abgeben. Dann öffnen Sie eine Tüte mit einem chemisch aromatisierten Kaffee, sagen wir mit Weihnachts- oder Christstollenduft. Manche Gourmets trinken das allen Ernstes lieber als eine ehrliche, natürliche Röstung oder genießen ganz bewusst den Klang einer JA30. Und schließlich riechen Sie mal rein direkt beim Röstvorgang. Dann haben Sie das Aroma, welches die Plinius freisetzen kann. Ich habe wohlweislich nicht gesagt, dann haben Sie das Plinius-Aroma, denn sie simsalabimmt nicht viel dazu, genau wie die Luxman oder die Accuphase. Die A300 setzt verborgene, bislang eingekerkerte Kräfte frei, das ist etwas ganz anderes. Die Sefzoi hatte eine vage Ahnung von diesen Kräften und hat mich viel gelehrt. Sie öffnete die Flasche, sprich also die Tonkonserve, ließ mich kurz dran schnuppen und schloss den Flakon allzu schnell wieder zu. Ich erfasste einen Teil des ungekannten Reichtums an Ingredienzien, aber nicht genug davon, um richtig berauscht zu werden. Beim Hören mit der Plinius rastete die Erinnerung schlagartig ein. Ja, eine Steigerung genau dieser Tugenden hatte ich mir erträumt, aber geglaubt, nur eine weitaus bessere und vielleicht astronomisch teure Röhrenendstufe könnte sie vielleicht besitzen und an den Tag legen. Der Frust hat ganz schön an mir geknabbert, einen Blick ins Nirvana geworfen zu haben und dann auf all das doch verzichten zu müssen, weil andere Nachteile die Vorteile wieder relativierten und vor allem, weil ich nicht wusste, wo im Heuhaufen ich die Nadel suchen sollte. Und dann fiel sie mir sozusagen in den Schoß. Aber keine Angst, sie hat mich nicht gestochen. Ich hätte nie gedacht, dass mein schweinischer Clip aus diesem Video die Wahrheit auch in Zukunft aufs Genaueste treffen würde. Damit Sie ihn nicht mühsam herausfischen müssen, sei er hier kurz wiederholt. Die Perlen wurden geschickt, aber die JA30 konnte sie nicht umsetzen. Jetzt ist es umgekehrt. Die Plinius sagt, danke, toll, hast du nicht noch schwierigere Sachen auf Lager? Ich hätte Lust auf weitere Kraftakte. Aber auch Goldschmiedearbeiten werden liebend gerne angenommen. Ich poliere sie auf und bringe sie zum Blitzen und Funkeln. Egal wie polizeilich verboten seichtere Musik manchmal blöd sein kann und mir eigentlich auf den Keks geht, ich kann immer noch hinhören, wenn mich der Klang einzelner Instrumente fasziniert. Auf Text und doofe Melodien höre ich dann erst gar nicht.
Ich verliere mich einfach an ein Klangdetail nach dem anderen, vergesse dabei ganz das Stück selbst und erschrecke, wenn es plötzlich zu Ende ist. Auch bei weniger geliebten Klassikstücken geht es mir gelegentlich so, dass ich mich nur im Klangspektrum der Instrumente bade und streckenweise die Komposition vergesse. Wenn ich mal übermütig bin, dann drücke ich nicht aufs Knöpfchen und höre mir staunend ein paar Stücke im A-B-Betrieb an. Das ist dann nicht besonders feingeistig, aber der Bass klingt so, als hätte ein Riese einen Saurier am Kragen gepackt, ihn umgedreht wie ein Spanferkel am Spieß und würde mit seinen Steinplatten auf dem Rücken den Boden aufreißen. Ja, wirklich, so schneidet dann der Bass die Luft in meinem Zimmer in handliche Quader. Mein Top-Beispiel wäre da die Gotan Project CD. Man kann sie mit der Plinius im Class A-Betrieb als wahnsinnig gut aufgenommene Tango-Scheibe hören oder eben im A-B-Betrieb als Overkill-Tango. Da ist ein Bass drauf, da wackeln die Wände. Ich hoffe, Sie haben meine Wortwahl beachtet. Der Bass ist wirklich drauf, nicht aufgebläht wie bei der JA30. Aber der Verstärker muss ihn natürlich rausholen können, in den Griff kriegen und im Griff behalten. Was mir so gut gefällt bei der A300 ist die Tatsache, dass die normale Bässe auch völlig normal spielt und nie übertreibt. Aber wehe den Subwoofern, wenn da was wirklich Kerniges drauf ist. Für solche Fälle hat die Plinius immer ihr Turbopaket geschnürt. Einmal habe ich alle meine Jazz-Trio-Teststücke der letzten Zeit in die Schubkarre geworfen und vor die Plinius gekarrt und meinen DP430 damit gefüttert. Ich kann nur sagen, alle Höllendrachen waren unterwegs, aber einer hielt den anderen im Schach. Die Pianonoten hielten sich sogar beim Explodieren innerhalb der vorgeschriebenen Markierungslinien und die Basslinien rissen nie ab wie früher, wo das Motto noch lautete Survival of the Fittest bzw. der Stärkere gewinnt. Sie tönten ihren Highway entlang, gerieten aber nie über die gelbe Linie, nicht einmal in Haarnadelkurven. In der letzten Zeit habe ich Day in, Day out in der Fassung von Beat Castley oft benutzt, um, nein, nicht die schweizerischen, sondern die feinen Latino-Rhythmen auszuloten und vor allem, um zu sehen, wo der Bass bleibt, von dem ich immer nur einzelne Abschnitte und Noten mitkriegte. Jetzt hat er sich endlich voll materialisiert. Mit Pianos konnte die JA30 manchmal nicht so viel anfangen. Sie standen dann herum wie eine IKEA-Bücherwand, nur 25 cm tief, vollgestopft wie ein Raumteiler, der die Sicht auf alles andere verstellt, so dass Drums und die armen Musiker, die dazu verdammt waren, weiter hinten zu spielen, nur noch muffig hinter der Hartfaserplatte auf der Regalrückseite hervortönten. Holen wir Jago nochmal raus. Die Basslinie höre ich jetzt sowieso besser durch, aber die Pianonoten klingen singender, in tiefen Lagen hört man das Surren und Schnarren der vibrierenden Saiten, die nun viel straffer gespannt wirken, der Raum wurde besser hörbar, man fühlt sich in den Aufnahmeraum integriert, unmittelbar präsent.
Die Becken rascheln kräftiger und als die Musiker etwas übermütig werden und einige Rufe ausstoßen, da kommt die Live-Stimmung überdeutlich zum Vorschein. Der aufgeblähte Yardis-Einheitsbass ist nun ersetzt durch eine hochinteressante Auswahl. Jetzt höre ich abwechslungsreich alle möglichen Varianten, springende Bässe, hüpfende Bässe, schiebende Bässe, rockende Bässe, verhaltene Bässe, tastende Bässe, knarzende Bässe, fetzige Bässe, schnarrende und grummelnde Bässe, leichtfüßige Bässe und bluesige Bässe, angerissene und abgebremste Bässe, elastische Bässe und jazzige Bässe. Aber die Tieftonwiedergabe ist ja nur ein Stück vom Kuchen. Betrachten wir also anhand anderer Beispiele weitere Kriterien. Wenn Nicky Parrott mich durch die Plinius durchfragt, "Will you give me all your love?", möchte ich sie umarmen und küssen auf Lippen, die ich ganz klar zu sehen glaube. Ich meine natürlich die Lippen zur Zeit der Aufnahme 2015. Sie ist 1970 geboren, jetzt ist sie ja doch schon über 50. Wie schon in der Sefzoi-Lobeshymne beschrieben, scheint sie auch mit der Plinius und auch bei diesem Song einen eigenen kleinen, spotlight-beleuchteten Klangraum zu haben, wo sie sonst nur einen begrenzten Platz in einem flachen Puzzle hätte. Ob das am Mikrofon liegt oder auf einem Abmischtrick beruht, weiß ich nicht, aber alle Verstärker, die das verschlucken, wie die JA30, sind für mich künftig gestorben. Bei Noons Interpretation von 500 Miles glaubte ich, die gesamte Figur der Sängerin auf der Bühne zu sehen, ja sogar ihren Atem zu spüren, wie er auf dem blank spiegelnden Gehäuse des Mikrofons auftrifft. Wie schön eingegrenzt jetzt die kehligen Laute des kleinen Basssolos klingen, wie feinsinnig abgestimmt auf den klagenden, intimen Vortrag der Sängerin, während ich früher immer einen riesigen Kontrabass hörte, der alle Aufmerksamkeit auf sich alleine zog. Die Plinius verschmäht es, ihn aufzublasen, obwohl sie ja könnte. Eindrucksvoll ist auch die räumliche Verteilung, Bass und Piano links von der Sängerin, wobei das Piano wirklich den größten Teil der Bühne einnimmt, die Sängerin aber immer noch viel Platz hat, alleine und isoliert daneben zu stehen. Ich sage stehen, denn die Stimme kommt keineswegs aus dem Nichts oder von einer flachen Pappfigur. Eva Cassidy ist leider schon im zarten Alter von 33 im Jahre 1996 gestorben, konnte aber trotzdem 2023, also 27 Jahre später, noch als Krönung ihrer Karriere die CD I Can Only Be Me mit dem London Symphony Orchester aufnehmen. Die Perfektionierung modernster Digitaltechnik machte es möglich, ihre Stimme restlos freizustellen und ins Orchester nahtlos einzufügen. Begeistert höre ich nun Evas Stimme, die einzelnen Streicher- und Bläsergruppen und ihr abwechslungsreiches Ineinandergreifen. Das war der JA30 entglitten, das LSO war nur eine diffuse Masse gewesen. Die Violinwolken reichen jetzt bis zur Decke und bis in die Raumecken. Man denkt, sie möchten sich eigentlich gerne noch weiter in die Breite und in die Höhe bewegen.
Mit den Boxen hat das Klangbild absolut nichts mehr zu tun. Das LSO sprengt die Dimensionen meines Hörzimmers und füllt jeden Kubikzentimeter verfügbaren Raumes. Die schönsten Titel auf der CD sind, für mich jedenfalls, die Klassiker Autumn Leaves, You've Changed und das wunderschöne Traditional Wally Wally. Damit Sie nicht denken, der Kerl drückt sich mit leicht reproduzierbaren Mini-Besetzungen einfach am heißen Brei vorbei, hier gleich nochmal ein scheinbar harmloses Stück, das jede Anlage an ihre Grenzen treibt. Smile von Gregory Porter. Eigentlich gar nicht meine Geschmacksrichtung, aber wie ich erzählte, die enorme gewonnene Klangqualität führt mich gelegentlich in bisher tunlichst gemiedene Gefilde. Die erstmal täuschend simpel und flach beginnende Aufnahme steigert sich zu grandios gestaffelten Klangorgien des Chicago Symphony Orchestra, dass man denkt, die Zimmerwände biegen sich nach außen unter dem gewaltigen Schalldruck. Wenn Ihnen bei hohen Pegeln eher die Ohren klingeln, liegt es nicht an der Aufnahme. Egal wie viele Sandwichscheiben der Tonmeister gewagt hintereinander schlichtet, sie müssen räumlich die Tiefenstaffelung und auch die Vertikalstaffelung hören können. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Alles, was ich an der JA30 kritisiert und verflucht habe, ist zu 100% verschwunden. Alles, was ich an den Cephzois als richtigen Ansatz gelobt habe, wird von der Plinius voll eingelöst, aber damit nicht genug. Sie hat nichts von den Schwächen, welche die Chinesen ihrerseits wieder hatten, zum Beispiel die drahtige Ausgedünntheit und den oft zu schwachen Bass, vom absoluten Tiefbass und dem gesamten Powerfaktor ganz zu schweigen. Man kann sich bei Top-Aufnahmen genauso toll zwischen den Instrumenten herumbewegen. Sängerinnen stehen völlig frei auf der Bühne. Man fühlt mehr Fleisch und Muskeln, sodass die Ränder nie mehr in Rauch und Qualm ausarten. Der Begriff angstfrei gilt auf dem kommerziellen Psychologiemarkt als ein sehr positives, verkaufsförderndes Prädikat und Sie werden staunen, wie viel Raum dem Thema gewidmet ist. Angstfrei war nicht nur 2023 der Titel eines Liedes von Herbert Grönemeyer. Mit diesem Schlagwort beginnen auch diverse Buchtitel, wie etwa Angstfrei Autofahren, Angstfrei am Arbeitsplatz, Angstfrei durch Ernährung und so weiter. Bislang fehlt nur noch das Buch Angstfrei Musik hören. Aber wenn es noch publiziert werden sollte, ich werde es nicht kaufen. Bei mir ist das nun Realität. Ich hatte nur falsch gewählt und schon hatte ich die Angst am Hals vor allen möglichen klanglichen Stolperfallen, die mir den Hörabend vermiesen konnten. Als Junggeselle hatte ich eigentlich eine riesige Auswahl der verführerischsten Damen, aber wie im richtigen Leben greift man leicht daneben. Man lässt sich bezirzen, wie der High-End-Gentleman in diesem Bild hier, und schon kurz nach der Hochzeitsnacht lässt die in Chrom und Gold verpackte Schönheit die Maske fallen. Sie sehen aber, meine neue Ehe
fing nach einem sehr vertrauenserweckenden Kennenlernen in einer schummrigen High-End-Bar in Bangkok ganz wunderbar an und ich kann nur mit Horror an die Enttäuschungen und Sorgen zurückdenken, welche mir meine verflossene Französin bereitet hat. Wahrscheinlich versteckt sie sich jetzt eine Zeit lang im hintersten Zimmer des, damit ein wenig Gras über die Sache wächst und sucht sich dann ein neues Opfer. Seien Sie also auf der Hut, irgendwann wird sie reaktiviert und schlägt wieder zu. Aber andere Mütter haben ja vielleicht schönere Töchter. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Video wenigstens eine vage Vorstellung vom Klang der Plinius A300 vermittelt hätte. Das war's für heute. Tschüss.